Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und heute gibt es das erste Verkaufsupdate für 2025. Für uns ganz entscheidend zu sehen, was haben wir im Januar verkauft, was ist reingekommen. Es ist die erste Indikation dafür, wie das Jahr sich verhalten wird und ich kann euch eines sagen, trotz der vielen Feiertage waren wir nicht untätig. Wir haben richtig viele Fahrzeuge gekauft und wir haben auch einige verkauft. Also wir reden gar nicht lange herum und steigen mit den ersten Deals sofort ein. Und wenn ihr einen Sportwagen, Klassiker, Luxusfahrzeug kaufen oder verkaufen möchtet, dann besucht unbedingt röhrle-mobility.de. Es lächelt mich hier schon ein ganz schöner 992 GTS an und es ist nicht irgendeiner. Er ist in PTS Alba Blau, eine super coole Farbe und dazu noch ein besonderer Spec. Das Auto hat nämlich die Vollschalensitze und das sieht man im normalen GTS dann doch recht selten. Wie ich finde, eine spannende Kombination. Und zudem auch noch die Keramikbremsanlage, also wirklich ein Hardcore-Fahrerauto, das nicht jeden GTS-Fahrer typischerweise ansprechen wird, aber doch was ganz Besonderes. Und dieses Fahrzeug hier hat 12.000 Kilometer und haben wir in den Verkauf für 160.000 Euro gegeben. Fahrzeug Nummer 2, 992 Turbo S, ein Auto, über das wir in letzter Zeit viel gesprochen haben. In dem Fall hier ein Auto aus 22 mit rund 20.000 Kilometer. Der Neupreis lag bei 250.000 Euro. Wir bieten ihn jetzt an für 220.000 Euro und gerade vor einer Minute habe ich das Update bekommen, dass er wahrscheinlich verkauft ist, aber jetzt noch nicht. Deshalb lasst ihn uns einmal noch unter Neuzugang reinsetzen. Und hier ist auch schon der nächste Neuzugang. Wie ihr seht, es kommen im Moment ziemlich viele Autos rein, worüber wir uns natürlich freuen, gerade wenn es so schöne Autos sind wie dieser 907.1 GT3 RS, einer von nur 87 gebauten in Grün. Viele sagen auch Viperngrün, meines Wissens nach heißt es nur Grün bei diesem Auto. Und auf was achten wir immer beim RS, egal welche Generation, dass er eben die Schalensitze hat und das Klappschraubpaket und der hier hat die Carrera GT Sitze, was ich finde ist ein sehr cooles Detail, absolutes Sammlerfahrzeug, das wir Ende 22 verkauft hatten, nun von unserem Kunden wieder zurückbekommen haben und mit 30.000 Kilometer für 190.000 Euro anbieten. Und eines kann ich euch sagen, das sind die Autos, die im Moment sehr gefragt sind und wo die Preise auch wirklich steigen. Wir haben den 22 noch für wesentlich weniger Geld verkauft. Als nächstes haben wir den ersten Verkauf und hier haben wir einen 3.2 Targa in PTS Kristallblau, eine VW-Farbe und das Spannende daran ist, dieses Auto hat auch mal der Familie Porsche gehört und er geht hin, wo er ausgeliefert wurde, nämlich in die USA, genauer gesagt nach San Diego und ich glaube, da kann man sich diese Farbe sehr gut vorstellen. Das Auto haben wir für rund 80.000 Euro verkauft und absoluter One-Off in einer sehr coolen Farbe, erinnert so ein bisschen an Miami Blau. Der nächste Neuzugang ist hier ein 964 RS mit 3.8 Kit. Was heißt das 3.8 Kit? Es gab ganz wenige originale 964 RS 3.8 mit Straßenzulassung und die Autos sind heute siebenstellig gehandelt. Wir blenden hier mal ein paar Auktionsresultate ein. Und der hier ist einer, der auf 964 RS Basis aufgebaut wurde, also auf dem 3,6 Liter. Und die meisten Replikas, die man sieht, werden eben auf einem normalen 964 aufgebaut. Der nicht, der ist hoch original, kostet auch so viel wie ein normaler RS bei uns hier im Angebot. Für rund 260.000 Euro bieten wir dieses Fahrzeug an und richtet sich an alle, die eben ja, nicht das nötige Kleingeld aufbringen möchten für einen 3.8er, aber doch ein sehr puristisches Fahrerauto möchten und da finde ich das eine spannende Alternative. Hier haben wir jetzt ein Auto, das im Moment eine sehr spannende Preis-Leistung hat, der 991.1 GT3. Der 3.8 Liter, viele haben ja immer Respekt davor, dass eben der Motor defekt geht. Der hatte ja das Thema, dass die Nockenwelle einläuft und es dann zum Motorschaden kommt, aber es gab da verschiedene Motorgenerationen und auch Fahrzeuge mit Austauschmotoren ab Werk. Das hier ist einer davon und den haben wir für gerade mal 123.000 Euro an unseren guten Kunden, den Robert, verkauft und da darf er sich auf jeden Fall über ein Fahrzeug freuen, das preislich gleich liegt wie ein GTS, aber eben GT3 Performance bietet und es nicht viel weniger wie ein 4 Liter, wie ich finde, absolut genial.
und als Track-Auto sicherlich die beste Preis-Leistung, die es derzeit am Markt gibt. So, das nächste verkaufte Auto 901.1 GTS, also der letzte Sauger, ein Auto, das immer funktioniert, der absolute Topseller bei uns. Hier mit rund 25.000 Kilometer haben wir verkauft für 127.000 Euro nach Tschechien. Dort haben wir auch sehr, sehr viele Kunden. Und wir bleiben beim 991 und hier lächelt uns ein 991.2 Carrera 4S an, in schwarz mit Bicolor Bordeaux-Rot in. Extrem gut konfiguriert, 18 Wegesitze, Volllederpaket, Sportabgas, Chrono, PDCC, was wo man wirklich nicht häufig findet auf dem 4S und sogar das Liftsystem. Und dieses Auto hier haben wir rund 35.000 Kilometer für, es waren 115.000 Euro verkauft und das Auto bleibt in Deutschland, geht nach Wolfsburg zur VW-Zentrale gewissermaßen. Und ja, hier kommt ein 992 Targa 4 GTS Neuwagen und ihr werdet es nicht glauben, wo dieses Auto hinging. Es ging nach Uruguay, nach Montevideo in die Hauptstadt. Das Auto ist zwischenzeitlich dort auch schon angekommen und ja, haben wir mit einem massiven Nachlass auf den Neupreis verkauft. Ich war geschockt. Das Auto war 10% unter Neupreis, obwohl es nagelneu war. Das hat natürlich uns wehgetan, muss ich dazu sagen. Da waren wir nicht mehr kostendeckend. Dennoch haben wir es verkauft und da sind wir natürlich froh darüber. Und als nächstes haben wir hier schon ein Auto, das derzeit bei uns ja, sehr gefragt ist, wo wir immer nach guten Exemplaren suchen, der 993 Turbo. Also wenn ihr da einen habt, dann kommt auf uns zu. Wir zahlen hier wirklich sehr, sehr gute Preise und den hier haben wir verkauft, hat 106.000 Kilometer, deutsches Auto im Originallack überwiegend und der bleibt auch in Deutschland. Den haben wir verkauft für knapp 200.000 Euro und schwarz-schwarzes Auto, ganz klassischer 903 Turbo. So, nächster Neuzugang, Continental GT First Edition, der neue Continental Hybrid. Was meint ihr? Ist es wirklich noch ein Bentley mit dem Hybrid oder muss ein Bentley ein V12 oder W12 haben? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet. Ist hier ein Neuwagen mit Auslieferungskilometer? Wahrscheinlich ein Auto, das wir in Export verkaufen werden. So, und wir kommen zu Ferrari. Wir haben hier einen 328 GTB, der Classiche zertifiziert ist, was wo man wirklich bei den Einstiegs-Ferraris nicht häufig sieht, weil es kostet auch einiges an Geld. Ganz klassisch Rosso Corsa mit Nero. Schönes gepflegtes Auto aus zweiter deutscher Hand mit wenig Kilometern. Und den bieten wir jetzt an für knapp 120.000 Euro. So, und hier kommt jetzt nun ein Highlight. Ihr wisst ja, mein Lieblingsfahrzeug, der 360 Challenge Stradale. Immer wenn wir einen finden, kaufen wir ihn. So auch den hier. Den haben wir zwar importiert, also wir kaufen die auch weltweit tatsächlich. Wir haben die in Japan schon gekauft, in anderen europäischen Ländern, aber auch in Drittländern. Und der hier ist ein deutsches Fahrzeug mit 30.000 Kilometer und er ist so, wie er sein muss. Wir haben Rosso Scuderia als Außenfarbe und innen haben wir das rote Alcantara Bicolor mit schwarz, so wie es auch im F40 war. So muss ein 360 Challenge aussehen. Und das Besondere ist, der hat eine ausweisbare Mehrwertsteuer, bieten wir für brutto 330.000 Euro an. So, und wie ihr seht, es kommt hier eine ganze Reihe an italienischen Autos, bleibt da wirklich dran. Da seht ihr ein paar interessante Preisentwicklungen auch, die so ein bisschen auch symptomatisch für den Markt stehen, für was derzeit gut geht und was weniger gut geht. Und das erste hier ist ein 458 Italia in schwarz-schwarz ohne Scuderia-Embleme. Es sieht wirklich ja, gefährlich aus, das Auto. Ist nicht jedermanns Sache. Ich finde aber, der das Auto neu bestellt hat, hat sich wirklich Gedanken gemacht. Das Auto hat keine Kontraste. Durch die fehlenden Scuderia-Embleme hat er außen keine gelben Akzente. Er hat innen keine Akzente, vollkommen schwarz belassen mit den Racing-Sitzen. Und den bieten wir für rund 200.000 Euro an. Wie ich finde, nach wie vor einer der besten Fahrzeuge, die es gibt. Ob Italia oder Spider, sei mal dahingestellt. Absoluter Klassiker, wird auch in Zukunft weiter beliebt sein. Und hier ist auch schon ein weiterer V8 Heckmittelmotor, ein 355 GTB und nicht nur irgendeiner, es ist ein Handschalter und es macht einen großen Unterschied preislich.
Ich würde hier 30, 40, 50.000 Euro Unterschied sehen zu einem F1 und das Besondere daran ist, er ist aus erster deutscher Hand und wo findet man sowas noch, ein 30 Jahre altes Fahrzeug, das aus erster Hand kommt und dann noch mit nur 20.000 Kilometer neu hier bei uns, deutsches Auto. Natürlich bieten wir für rund 180.000 Euro an, was ja sicherlich ein stolzer Preis ist, aber auch ein kompromissloses Fahrzeug im Gegenzug bietet. Wir gehen 2 Generationen weiter, überspringen den 360 und kommen zum 430 Spider und Coupé. Das erste hier ist ein Coupé mit nur 11.000 Kilometer, italienische Auslieferung, dritte Hand, und beim 430 gibt es so ein paar Punkte, auf die man achten muss. Das eine ist, dass die Krümmer immer defekt gehen. Das sind Blechkrümmer, also keine Edelstahlkrümmer, und die reißen sehr gerne. Es liegt unter anderem daran, dass die Auspuffhalterungen, ja die Originalen, unglücklich positioniert sind und dadurch die Krümmer defekt gehen. Das dritte ist das Thema Sticky Buttons, also die klebrigen Schalter, bei denen sich der Softlack löst. Alle 3 Themen sind bei diesem Auto schon gemacht worden, daher ein Auto, wo man einsteigen, losfahren kann, was nicht selbstverständlich ist beim 430 das zu finden, und den bieten wir für 140.000 Euro an, und das ist doch wirklich eine super Preis-Leistung, wenn man mal die Laufleistung sich einfach mal vergegenwärtigt. Wir bleiben beim 430 und kommen zum Spider, und hier ein deutsches Auto aus zweiter Hand mit 20.000 Kilometer, ähnlich konfiguriert. Rosso Corsa mit Scuderia-Emblem, schwarz innen, aber sehr selten. Die umlaufende rote Sitzkeder sieht man wirklich nicht oft. Dazu noch ist es ein späteres Auto aus 2009. Und was heißt das? Der hier hat schon serienmäßig die Keramikbremsanlage, die eben das Coupé, was ein bisschen jünger war, noch nicht hatte. Dort war es Sonderausstattung. Den bieten wir ebenfalls für 140.000 Euro an, und für jeden, der einen 430 sucht oder sagt, ich suche einen Ferrari und möchte bei der Marke einsteigen, aber nicht bereit ist, 200.000 Euro oder mehr auszugeben, für den ist der 430 wirklich das Fahrzeug schlechthin, und der offene bietet natürlich noch ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Sound, und davon hat der 430 wirklich viel. Das nächste verkaufte Auto ist ein Huracan STO Neuwagen aus 2024. Dieses Auto haben wir verkauft nach Belgien für 380.000 Euro. Listenpreis waren 400, und da muss man sich ja wirklich fragen, wieso bringt dieses Auto nicht den Listenpreis im Moment? Ja, erschließt sich mir auch nicht, aber ich denke, ist einer der Fahrzeuge, die dieses Jahr wieder ganz heiß werden und wahrscheinlich von den Preisen auch leicht steigen wird. So, verkauft. Nächster Neuzugang, ein Lamborghini Urus aus erster Hand mit 7.000 Kilometer, schwarz-schwarz. Geht immer, finde ich, bei dem Auto. Sieht einfach böse aus, gelbe Bremssättel, gelbe Kontrastnähte. Innen hat er noch das Cucitura, also diese Hexagon-Optik, für die man Lamborghini kennt. Auto hat Lamborghini Garantieverlängerung, also nach wie vor finde ich der beste SUV. Man kann lange argumentieren, RS Q8 sei ähnlich oder Purosangue sei besser. Ich sehe es komplett anders. Der Urus ist seit 6 Jahren auf dem Markt. Er ist nach wie vor optisch unerreicht. Die Performance ist aktuell immer noch mit neuwertigen Autos, kann er da mithalten, und die Preisstabilität ist einfach genial. Dieses Auto hatte 2021 einen Neupreis von 250.000 Euro, und wir bieten für 280 an, also immer noch 30 über Neupreis. Und ich finde, das kann man auch zahlen, weil einfach die Restwerte bei den Autos so gut sind. Was meint ihr? RS Q8 oder Lamborghini Urus oder sogar Ferrari Purosangue? Was ist da euer Favorit? Würde mich mal interessieren. Ich meine, hier muss man berücksichtigen, das Auto kostet nicht mal die Hälfte von einem Purosangue, hat aber eine deutlich bessere Verarbeitung, wie ich persönlich jedenfalls finde. Der nächste Neuzugang. So, hier ein Macan GTS in Pythongrün, lustige Farbe, wie ich finde, haben wir verkauft in Deutschland für 112.000 Euro. Und dann kommen hier ein paar wirklich, Klassiker nochmal rein, und ein Kunde hat uns beauftragt, ihm 224er zu suchen, ein 500e, also die erste Serie von der E-Klasse mit dem V8 Motor. Der wurde ja bei Porsche in Zuffenhausen produziert. Das freut uns natürlich besonders, dass wir da einen guten finden konnten. Dieses Auto ging nach Litauen. Und wir überspringen hier einmal ganz kurz den Lambo, weil hier ist schon der E60 AMG, also ein auf 6 Liter
aufgebohrter 500e. Der war wirklich extrem selten. Es war noch zu der Zeit, wo AMG nicht zu Mercedes gehört hat und noch so ein Nischenthema war. Die Autos werden immer gesuchter. In Deutschland ist es noch nicht so sehr im Trend. In den USA ist es schon lange ein Thema. In Japan war es schon vor vielen Jahren Thema. Und der hier war tatsächlich ein Deutscher, der nach Japan ging, der ein Kunde von uns dann aus Japan wieder reimportiert hat. Und wir haben ihn ebenfalls verkauft nach Litauen, einen selben Kunde. Und ja, der nächste verkaufte E60 AMG. So, und jetzt kommt mal was richtig Spektakuläres, was richtig Besonderes. Und es ist ein Lamborghini Diablo 6.0 VT. Der VT ist ja einer der letzten Iterationen, die es beim Diablo gab. Schon mit der neuen Optik hier aus 2001 als Allrad. Eben VT steht ja für den Allradantrieb. Und ja, Lamborghini ist ja eine Marke, die ganz unterschiedliche Käufer anspricht. Oftmals ja, ist es auch so ein bisschen schrilles Publikum und man merkt es bei den Autos auch wirklich, wenn sie in die Alter kommen. Die sind qualitativ im Regelfall nicht so gut wie ein Ferrari und umso mehr freut es uns, dass wir hier ein Auto aus zweiter deutscher Hand finden konnten mit nur 20.000 Kilometer, was ich finde absolut genial ist. Das Auto hat eine Handschaltung, 6 Liter, ist mit 330 Spitze im Schein eingetragen. Wirklich ein Traumauto. Ich weiß noch als Kind, wo ich die Autos auf dem Plakat gesehen habe. Heute steht er hier bei uns. Das macht mich natürlich stolz und umso mehr, weil ich auch weiß, wir wissen, was für ein gutes Auto das ist. Bei den Autos muss man auf einiges achten, was das Lackbild angeht. So hat der Diablo ein paar Ähnlichkeiten mit dem Ferrari F40. Beide haben eine Carbon-Karosserie oder Carbon-Chassis und das Carbon damals war noch anders verarbeitet wie heute. Die Waben waren noch wirklich grob und die kann man sehen. Und daran erkennt man unter anderem, ob ein Auto wirklich noch Originallack hat. Und der hier hat wirklich diese Waben auf der gesamten Karosserie. Nicht alles ist aus Carbon, aber die meisten Teile. Und da hatte diese Struktur, was uns einfach zeigt, ein deutsches Auto, zweite Hand mit Originallack. Das finde ich wirklich mega. Und er geht in den Verkauf für 500.000 Euro. Und auch hier müssen wir euch unbedingt die Kurve einblenden, wo die Autos standen, wo sie jetzt stehen. Da wird einem fast schwindelig, was die an Wert zugelegt haben. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende. Denn in den USA, gerade in Miami, Florida, da sind die Autos schon richtig begehrt. Bei uns ist es noch nicht so ein Thema, aber das wird kommen, da bin ich überzeugt. Alle vor Audi Lambos sind wirklich spannend. So, ihr seht schon, G-Klassen haben wir in letzter Zeit ganz, ganz viele gekauft, verkauft und hier ist wieder eine, die wir nach Dubai verkauft haben. Neuwagen, hat glaube ich 213.000 Euro netto gebracht, waren wir ganz happy damit. Ist verkauft und gleichzeitig kommt hier schon der nächste G63 Neuwagen in den Bestand. In Klassikgrau mit Interieur in Schwarz-Bengalrot, Performance-Paket, Carbon-Interieur, Carbon-Lenkrad, so wie es sein muss. Bieten wir an für 270.000 Euro brutto. Bestimmt ein Auto, das in den Export gehen wird. Und bleiben wir bei Mercedes. Es kommt hier ein AMG Black Series mit nur 750 Kilometern aus erster Hand, praktisch nicht gefahren, absolut neuwertig und wir bieten das Fahrzeug in etwa zum damaligen Neupreis von 370.000 Euro an. Was meint ihr? Black Series oder GT3 RS? Was ist da für euch so die ultimative Waffe? Auf der Nordschleife hat das Auto damals einen Rekord aufgestellt und auch heute, wenn man es mit aktuellen Modellen vergleicht, kann er da wirklich noch gut mithalten. Spannendes Auto. Und absolut sammelwürdig mit 750 Kilometer. Als nächstes verkauftes Auto haben wir einen Panamera 4S Hybrid. Der ging ebenfalls nach Tschechien. Kommentiere ich gar nicht weiter. Und wir bleiben beim Export. Wie ihr seht, es geht wirklich ganz viel ins Ausland. Und wir haben hier einen G450D. Im Übrigen hatten wir den zweimal. Wir haben ihn hier nur einmal aufgeführt. Aber beide Autos haben wir verkauft nach Hongkong. Ja? Also es geht ziemlich international zu. Die Autos sind inzwischen auch schon verschifft und auf dem Weg nach Hongkong. Der nächste verkaufte G450D. Und was haben wir hier? Wir haben einen 911 SC Weissach
und eine Sonderserie, die für die USA produziert wurde. Es gab 400 Fahrzeuge, 200 von in Platin Metallic. Das hier ist einer von den 200. Das Auto wurde im Porsche Zentrum Gelderland restauriert, neu aufgebaut. Ich finde es super coole Optik. Die Felgen, wo hier der Stand in Wagenfarbe lackiert ist, war im Übrigen bei dem SC Weissach serienmäßig und innen hat er auch eine besondere Farbe. Wir haben das Auto für knapp 90.000 Euro in den Bestand genommen und ja, ich finde ein super cooles Sammlerstück, ein Sondermodell, das viele nicht kennen und teurer, nicht viel teurer ist wie ein normaler SC oder ein Carrera und dann ist es doch eine coole Option, da mal wirklich ein Unikat zu haben. Wir bleiben bei Porsche und haben als nächsten Neuzugang eine 991.1 GTS Cabrio, der letzte Sauger. Hier mit nur 25.000 Kilometer, Porsche approved, absoluter No-Brainer, bieten wir für 135.000 Euro an, ist ein Topseller bei uns. Wenn ihr einen habt, bitte immer anbieten, kaufen wir wirklich ja, zu jeder Jahreszeit, Tag und Nacht. Diese Autos sind immer ganz, ganz begehrt bei uns. So, und was kommt hier? 964 Turbo. Und nein, es ist kein 3,3, es ist der richtige, der 3,6. Absolut seltenes Auto. Wir bekommen von denen im Jahr vielleicht 1 bis 2 Autos angeboten. Und bei dem haben wir tatsächlich zugeschlagen, weil ein deutsches Auto, das in Nachtblau Metallic eine Farbe hat wie ganz, ganz viele. Und dieses Auto haben wir verkauft. Es hatte technisch ein paar Themen, die ja, ein bisschen Liebe benötigen. Das haben wir wirklich günstig hergegeben und wir haben den für 230.000 Euro in die Niederlande verkauft. Auto war off-market, haben wir gar nicht auf unserer Webseite angeboten und ging eben auch wieder ins Ausland. Und hier einmal der Appell, wenn ihr einen Turbo habt, 903 Turbo, 964 3.6 Turbo oder ihr habt wirklich einen sehr guten 964 3.3 Turbo, dann meldet uns gerne. Wir zahlen da wirklich super, super Geld dafür und würden uns über Angebote freuen. So, nächster Neuzugang, 991.2 GTS, gibt nicht viel zu sagen, deutsches Auto, 25.000 Kilometer, GT Silber mit braunem Interieur, hartes Carbon Interieur, super Auto. Auch hier kann ich sagen, ein Auto, das man jederzeit kaufen kann, weil wertstabil, weil emotional, weil 991 sowieso die Optik bietet, die viele suchen. Sicherlich einer der begehrtesten Autos, die es derzeit am Markt gibt. Nun auf unserer Webseite für 128.000 Euro. So, 3 weitere Porsche, bevor wir zum Ende kommen. Cayenne GT, Turbo E-Hybrid GT. Also der Hybrid mit GT-Paket, 740 PS aus 24 mit 20.000 Kilometer knapp, bieten wir für 210.000 Euro an. Neupreis waren knapp 250.000 Euro. Und ich finde absolut das bessere Fahrzeug wie eine Mercedes G-Klasse, wenn es ums Fahrerische geht. Dann kann mit dem Auto wirklich ja, nicht viel mithalten. Da spielt er sogar für mich eine Nummer nochmal über dem Urus, was die Performance angeht. Und ja, jetzt verfügbar. Der nächste Neuzugang 902 GT3 RS, 8.000 Kilometer ohne Weissach, Listenpreis 270 bieten wir an für 300 und wir haben ihn hier nochmal drin, aber ich bin mir sicher, der geht diese Tage auch weg. Da ist wirklich sehr viel Anfrage drauf und dieses Auto hier, ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Mein Tipp ist, es geht nach Dubai, wir werden sehen. Letzter Neuzugang, hier noch der neue Panamera GTS, also der V8, nicht irgendein Hybrid, sondern wirklich hier der gut klingende, traditionelle GTS und den bieten wir nun an für 200.000 Euro. Der letzte Neuzugang. Also wie ihr seht, wir haben ein paar Autos mehr reinbekommen, als wir verkauft haben. Verkauft haben wir in Summe bis Januar eben 15 Fahrzeuge und reinbekommen haben wir 21 und es bleibt spannend dieses Jahr. Wir geben euch regelmäßig die Updates, was reinkommt, was geht und wie immer, wenn ihr einen Sportwagen oder Klassiker kaufen oder verkaufen möchtet, dann besucht unbedingt röhrling-mobility.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.